es immer noch ein bisschen komisch ist, wenn jemand eine Kamera auf mich hält. So wie du. Zuhause bedeutet für mich, oder Zuhause ist für mich eher ein Gefühl als ein Ort. Ich bin schon öfter umgezogen in meinem Leben und war in vielen Städten und muss sagen, dass ich mich hier in München wirklich angekommen fühle, was sicherlich mit meinen Lebensumständen viel zu tun hat, aber auch mit dem, wie ich mich hier niedergelassen habe. Und vor allem in der Wohnung kann ich unheimlich viel machen. Also ich kann mich hier total ausleben. Ich bin meinem Freund auch sehr dankbar, dass er das alles mitmacht. Hi, ich bin Caro, Bloggerin, wohne in München zusammen mit meinem Freund Fabian hier in dieser 4-Zimmer-Wohnung in München-Schwabing. Ich bin Bloggerin, seit über 4 Jahren inzwischen hauptberuflich, war früher Redakteurin bei einer Modezeitschrift und bin jetzt selbstständig. Ich blogge über Mode, Beauty und Interior und bei mir dreht sich eigentlich alles um einen ziemlich eigenen Stil. Also bei mir gibt es wenig so trägst du Dinge oder so stylst du deine Wohnung, sondern ich zeige, was ich mache. Ich versuche Trends aufzugreifen und nahbarer zu machen und eigentlich eine Mischung aus Information und Inspiration. Hier sind wir jetzt in unserem Wohnzimmer. Das ist natürlich so das Herzstück der Wohnung, wo wir uns viel aufhalten. Besonders abends, nach Feierabend sitzen wir auf der Couch, schauen einen Film. Und wenn ich dann Fernsehen gucke, dann schweift mein Blick auch gerne mal zum Rest des Zimmers, weil ich zum Beispiel hier eins meiner liebsten Regale habe, wo ich im Grunde eigentlich nur Abstellfläche für meine Deko geschaffen habe. Also andere Leute besorgen sich ein Regal, um irgendwie ihre Bücher oder andere Dinge aufzubewahren. Und bei mir ist wirklich so, ich brauche Stellfläche für meine ganzen Vasen und Kerzen und das mag ich wirklich richtig, richtig gerne. Mein Einrichtungsstil zu beschreiben, finde ich ein bisschen schwer. Ich bin kein Freund von großen Schubladendenken. Also ich ordne mich jetzt nicht hier oder da ein. Aber was ich sagen kann, ich bin auf jeden Fall keine Minimalistin. Also bei mir ist alles sehr laut, sehr bunt, viel. Ich liebe Farben, ich liebe vor allem Pastelltöne, was man auch unschwer erkennen kann. Und mixe das eigentlich alles so auf meine eigene Art und Weise. Und dabei mache ich sicherlich auch mal Dinge falsch oder probiere was aus und finde später, dass es anders doch besser aussieht. Deswegen wird hier sehr, sehr viel und sehr, sehr oft umgestellt. Und ich langweile mich auch schnell, also ich sehe mich schnell satt. Und dann muss alles einmal ins andere Zimmer oder es wird was Neues angeschafft oder umgestrichen. Also hier ist eigentlich alles konstant im Wandel. Meine Liebe zu Pastelltönen, schwierig. Ich glaube, die war immer schon da. Also ich war auch als Kind, war alles bei mir immer rosa oder ich hätte es gern alles in rosa gehabt, das war nicht immer möglich. Und das hat sich eigentlich nie großartig verändert. Also ich würde sagen, dass inzwischen die Kombinationen anders geworden sind. Also es muss jetzt nicht immer rosa mit hellblau sein, sondern wie man hier zum Beispiel in dem Raum sieht, dann gerne mit Creme oder mit Weiß, also die Kontraste werden anders, dass es ein bisschen spannender, ein bisschen moderner wirkt, vielleicht auch ein bisschen Scandi, aber da bin ich eigentlich offen, also morgen könnte hier auch alles schon wieder rot sein. Bleibt dran, denn dann zeige ich euch, dass viele Farben in einer Wohnung auch harmonisch wirken können. Also wir haben hier einiges verändert, also es verändert sich generell relativ viel hier in der Wohnung, aber hier besonders hatten wir ein anderes Sofa stehen, was auch an einer anderen Wand stand. Das war sehr viel dunkler und hat unheimlich viel Licht in dem Raum geschluckt und jetzt haben wir ein ganz helles, weißes Sofa, was ein bisschen kleiner ist und auf den ersten Blick vielleicht auch ein bisschen unbequem aussieht, aber überraschenderweise sehr, sehr bequem ist. Und das war die beste Entscheidung für den Raum, weil es so nochmal ein ganz neues Flair und einen ganz neuen Eyecatcher hat. 2 Teile in diesem Raum sind mir besonders wichtig. Das ist zum einen unser Couchtisch. Das ist ein Familienerbstück meiner Familie und ich glaube, den werde ich immer behalten. Das ist eines der wenigen Teile, wo ich sage, das muss nicht relativ zeitnah wieder umgestellt oder ersetzt werden. Und zum anderen den Fliesentisch, den ich gemacht habe. Das war auch ein DIY-Projekt im Lockdown. Und das war zwar eine ordentliche Nummer, den zu machen, aber ich liebe ihn nach wie vor sehr und es ist irgendwie cool, wenn man sowas selbst gemacht hat.
Bei uns sind Bad und WC getrennt und im WC konnte man nicht so wirklich viel machen. Das ist ein sehr, sehr kleiner, schmaler Raum. Aber wir haben die Wände super nutzen können für meine ganzen Düfte. Die haben wir da super untergebracht, denn ich bin großer Duftsammler und Fan. Und das ist nicht nur super praktisch, sondern sieht auch noch ganz hübsch aus als Deko. In meinem Büro verbringe ich natürlich die meiste Zeit des Tages. Hier arbeite ich an meinem Blog, hier mache ich meine Steuern, hier schreibe ich mit Kunden, hier bin ich kreativ. Wenn ich mal beim Schreiben oder Fotografieren nicht weiterkomme, dann gehe ich gerne einfach aus der Wohnung raus, weil besonders in den letzten 2 Jahren, wo ich hier einfach nonstop war, passiert schon mal, dass ich dann so ein bisschen in ein kreatives Loch falle oder nicht mehr weiter weiß. Und dann gehe ich einfach raus, gehe auf die Straße, gehe spazieren, höre einen Podcast, höre Musik, gehe in den Park oder versuche einfach mal die Routine zu unterbrechen und so auf neue Gedanken zu kommen. Meine Kommode ist auch eins meiner Lieblingsstücke, die ist noch relativ neu, die konnte ich farblich so zusammenstellen, wie ich sie mir gewünscht habe. Und ganz lustig war, als sie geliefert wurde und der Herr mir das Stück in die Wohnung getragen hat, meinte er nur, das fürs Kinderzimmer, oder? Das passiert mir häufiger. Es war auch schon mein Maler da, der mein Zimmer gestrichen hat und meint, das wird das Kinderzimmer, oder? Also das sind so typische Dinge, die mir passieren, wenn ich bunt mich einrichte oder wilde Farben mixe, aber das stört mich eigentlich nicht. Das ist halt so und damit kann ich ganz gut leben. Wenn Leute fragen, wie sie mehr Farbe in ihre Wohnung kriegen können, dann kann ich nur sagen, es gibt wirklich kein Geheimrezept, sondern man muss es einfach probieren. Das ist bei mir auch in der Mode so, aber auch im Interior. Es gibt keinen Weg, den man beschreiten muss, sondern einfach machen. Einfach ausprobieren, mit einer Farbe starten, vielleicht vor allem mit Creme oder Weiß. In der Kombination kriegt man ganz schnell ein modernes Farbfinish rein. Aber ansonsten einfach ausprobieren. Da kommt man einfach auch auf Kombinationen, die man so vielleicht vorher gar nicht erwartet hätte und sieht erstmal, was einem vielleicht selber sehr gut gefällt. Und das geht für mich eigentlich in alle Bereiche rein. Einfach ausprobieren. Bereuen kann man hinterher immer noch, beziehungsweise verändern, aber einfach machen. Unser Schlafzimmer ist der wahrscheinlich ruhigste Raum in der Wohnung, also vom Farbschema her. Wir haben hier ganz helle Wände und die Wolkentapete und ganz viel Weiß. Das war uns wichtig, weil hier wird wirklich geschlafen, hier kommt man zur Ruhe, hier sollte nicht so viel Ablenkendes sein. Und ein wichtiges Piece natürlich im Schlafzimmer ist unser Bett. Und hier ist ein bisschen besonders dran, dass unser Kopfteil nicht zum Bett gehört, also es komplett getrennt ist, was ich sehr praktisch finde, weil da kann man auch das Kopfteil mal austauschen, je nach Stil, wie man sich einrichten möchte und ist dann nicht so festgelegt. Als wir hier eingezogen sind, habe ich meinem Freund immer Stücke ausgesucht und ihm vorgelegt abends und er musste dann sagen, ob er darauf Lust hat oder nicht. Und als ich ihm die Affenlampen gezeigt habe, dachte ich, da mogel ich ihm irgendwas unter, was er bestimmt gar nicht haben möchte. Und im Endeffekt sind das wirklich die liebsten Teile für ihn in der ganzen Wohnung. Hier im Schlafzimmer habe ich auch irgendwie als nächstes Lust, wieder mal was richtig zu verändern. Bin mir aber noch nicht so sicher, in welche Farbrichtung oder auch in welche Textilrichtung es gehen soll. Also wenn ihr Ideen habt, immer her damit. Und dann haben wir im Schlafzimmer noch die große Schrankwand, wo man jetzt eigentlich denken würde, dass da ganz viele Klamotten drin wären. Aber tatsächlich sind da zumindest die Klamotten von meinem Freund drin. Von mir aber eigentlich nur Mäntel, denn der Rest, den habe ich noch mal in einem extra Zimmer und das zeige ich euch jetzt. Mein Kleiderzimmer ist, für diese Wohnung war das mein größter Wunsch, dass ich einen Raum habe, wo meine Klamotten alle unterkommen und wo ich die Tür auch zumachen kann. Denn seitdem ich denken kann, habe ich immer mit meinen Klamotten in einem Zimmer geschlafen und ich fand das recht unruhig und aufregend und deswegen weiß ich das so toll zu schätzen, dass ich jetzt diesen extra Raum habe. Der ist zwar auch sehr, sehr klein, aber wir haben da mit einem Schranksystem das Beste an Größe rausgeholt und da findet jetzt wirklich vom Blazer bis zur Tasche alles Platz. Und ich kann reingehen und meine Sachen rausholen und die Tür wieder auch schließen. Vielen Dank fürs Zuschauen, das war's auch schon. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren und bis bald.